Guten Morgen, Hausen unterwegs im Karwendelgebirge. Heute machen wir endlich die Tour zum Karwendelhaus. Letztes Mal hat uns das Hochwasser ein Stück auf Rechnung gemacht. Wir streiten uns immer, was die schönste Tour ist in der Gegend. Dieser Ursprung, Sonnentree oder Karwendelhaus. Vielleicht haben wir heute Nachmittag schlauer. Schauen wir es uns miteinander an. Auf geht's! Der Start war dieses Mal am für uns neuen Radfahrerparkplatz Ried, kurz vor Scharnitz. Und begleitet wurden wir von Franziskas Schwester Irmi und Schwager Josef. Beim Umfahrungstunnel von Scharnitz und vorbei an der weiteren Parkmöglichkeit am Infozentrum Karwendel erreicht man an der nächsten Isarbrücke die Abzweigung zum Karwendeltalweg. Erst noch ca. 2 Kilometer im Wald, steil nach oben, bis sich das spektakuläre Panorama der Bergwelt des Karwendel immer mehr auftut. Der Weg zum Karwendelhaus entlang des Karwendelbaches, meine absolute Lieblingsradtour. Bisher war, zuletzt 2014, das Karwendelhaus für uns immer Raststation auf der genialen Karwendelrunde. Allerdings werden die 75 Kilometer und 1850 Höhenmeter weiter mit Kleiner Ahornboden hinter Ries, Vereiner Alm, zurück nach Mittenwald und Scharnitz eine wunderschöne Erinnerung bleiben müssen. Mann, waren wir da fit!
An diesem Gatter ist der Punkt erreicht, an dem der optische Hochgenuss für 5 Kilometer und 450 Höhenmeter von körperlicher Herausforderung abgelöst wird. Das hört sich dann etwa so an. Und es wird dabei auch etwas schwieriger, die herrliche Bergwelt zu genießen. Wir haben am Karwendelhaus natürlich einen Radler getrunken, in der allgemeinen Erschöpfung nur vergessen zu Wir haben filmen. jetzt bei den 2 schönsten Touren unterwegs gewesen, zur Isarquelle und zum Karwendelhaus. Und es gibt jetzt das definitive Urteil, was für einer von den 2 Touren das Schönere war. Irmi, was sagst du? Mei, was sollst du sagen? Jede ist natürlich gigantisch. Mir persönlich hat jetzt die Isarrunden am besten gefallen, zum Isarursprung. Gut. Die ist zwar beschwerlicher da rauf und man ist schon weit herum, aber mir hat die unten besser gefallen. Gut. Franziska? Der Genuss ist einfach die Isarrunde. Da hat man alles, ein bisschen am Berg, eine prächtige und wundervolle Landschaft. Und dies ist jetzt schon eine sehr anspruchsvolle Tour. Definitiv. Sportlich fordernd. Definitiv. Also am Karwendelbach, das ist schon wirklich herrlich, aber, Ja, das stimmt. aber jetzt der Aufstieg da, das fordert schon. Das fordert. Aber ein Karwendelbach ist wirklich super schön. Finde ich ja. Und E-Biker können es gut aufschaffen. Gut. Das sieht man bei uns Anfängern. Auf alle Fälle kann man so mal ein paar Tage aushalten mit dem Radl in der Gegend. Definitiv. Danke, Mädels. Gerne. Stürzen wir uns wieder ins Tal. Ja. Im Gegensatz zu den Mädels waren wir Männer für die Tour Karwendelbach. Unser bescheidener Kompromissvorschlag: an der Bank am Gatter einen schnuckligen Biergarten eröffnen und die unumstrittene Traumradtour steht fest. Bei der absolut entspannten Rückfahrt ins Tal hatten wir noch genügend Zeit, davon zu träumen. Übrigens, die Isarursprung-Tour findet ihr natürlich auf unserem Kanal. Abonniert einfach einmal kostenlos und ihr verpasst keine unserer Radtouren und Wanderungen mehr. Danke für die Begleitung und bis demnächst.